Wir haben den 16. März und haben den Stellplatz Bodega 2020 erreicht. Und dieser Platz ist auch wieder neu für uns und deshalb möchte ich euch den auch gerne vorstellen. Herzlich willkommen dazu. Wir sind in den späten Vormittagsstunden vom Stellplatz Playa Casablanca gestartet. Es sollte weiter Richtung Süden gehen, Richtung Valencia. So ging es von hier direkt auf die Autobahn, auf die AP7, die ist mautfrei, umfahren Valencia und fahren dann auf die A7, die auch mautfrei ist, und dann ging es Richtung Stellplatz. Wir verlassen die Autobahn an der Abfahrt Algemesí und dort geht es dann Richtung Stellplatz. Wir hatten schon einiges an Infos gelesen und gesehen bei Facebook und so wissen wir so in etwa, was uns dort erwartet. Ich habe den Stellplatz in 2 Apps gefunden, einmal beim Stellplatzradar und einmal bei Camperkontakt. Beim Camperkontakt steht drin, kostet 0 Euro. Das ist nicht richtig. Richtig ist, er kostet 9 Euro pro Tag der Platz. Ich schaue mir die Zufahrt ja immer gerne vorher bei Google Maps an und man sieht dann schon, dass dieser Stellplatz mitten in den Obstplantagen, sprich jetzt Apfelsinen, Mandarinen, ich weiß nicht, was hier alles angebaut wird, liegt. Es handelt sich also um eine ländliche Region. Man sieht es hier schon an der Straße rechts und links, sieht man nur so einzelne Gehöfte. Der Stellplatz ist auch nicht so sehr weit von der Autobahn entfernt. Ich meine, es waren keine 10 Kilometer von der Autobahn bis zum Stellplatz. So, jetzt sind wir fast da. Hier rechts müssen wir rein. Waren uns erst nicht so ganz sicher, da es sich um eine nicht befestigte Zubewegung handelt. Aber es ist richtig. Wir haben schon in solchen Fällen Folgendes gemacht. Wir haben das Mobil dann an der Straße geparkt, wenn wir uns nicht ganz sicher waren, und sind zu Fuß reingegangen und haben uns das Ganze erst angeschaut, bevor wir uns sonst festgefahren hätten. Aber in diesem Fall sind wir einfach reingefahren und ja, wir sind ja auch richtig hier. Das Tor der Zufahrt war geschlossen, aber gleich kommt ein netter Camperkollege, öffnet das Tor und hilft beim Einweisen, damit wir auf den Platz kommen. Man muss hier schon ein bisschen zirkeln, dass man hier reinkommt auf den Platz. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass links und rechts so Wassergräben oder Wasserzuführungen sind. Hier sieht man es, da ist was drüber gelegt, da ist schon ein bisschen eingebrochen. Muss man also vorsichtig sein, wenn man dort reinfährt. Angegeben ist, dass man hier mit Fahrzeugen bis zu 9 Metern reinfahren kann. Weiß ich nicht, ob das geht. Ich kann nur sagen, unser Fahrzeug ist 8 Meter. Ja, und das ging, also keine Probleme, aber man muss ein bisschen aufpassen. Der Platz ist etwa vor einem Jahr eröffnet worden und ist noch nicht so, wie er letztendlich sein soll. Das heißt, auch der Untergrund wird noch wieder verändert. Aber durch die ganze Corona-Geschichte hat sich hier alles so etwas verzögert und waren die Zeiten auch nicht gerade einfach für die Betreiber. Wir haben eingepackt und haben einen freien Blick in die Natur. Inzwischen ist auch der Betreiber da, begrüßt uns sehr freundlich und erklärt uns erstmal die wichtigsten Sachen. Man hat hier sonnige Plätze, es gibt hier wenig Schatten, keine Bäume, aber das wollen wir auch nicht. Wir machen, wenn es zu warm wird, einfach die Markise raus, dann geht's auch. Bevor ich jetzt hier alles vom Platz erkläre, lasse ich das lieber die Betreiber machen und da hören wir jetzt mal rein. Ich stehe jetzt hier bei den beiden Betreibern von diesem Stellplatz. Der Stellplatz nennt sich Bodega 2020, wie ich es richtig weiß und gelesen habe. Und ja, da möchten sich die beiden Betreiber mal vorstellen. Dann fangen wir mal mit der Dame an. Ladies first. Hello, I'm Audrey. I'm from Belgium. A year ago we decided to move to Spain and start a new positive life. We also had a camper, so we decided to have a small camper area, and yeah, my boyfriend is an excellent cook and an excellent winemaker, so we have the 3 things that we love to do. Ja, also ich bin Juri, ich bin Weinmacher, aber vor allem haben wir ein Jahr
vor ein Jahr diesen Camperplatz aufgemacht, wo wir eigentlich 3 Sachen machen wollten. Wir wollten die Camper, also 5 Camper, die Möglichkeit geben, hier zu kommen und zu übernachten. Aber vor alles wollten wir auch unseren Wein, der Bodega 2020 Wein, natürlich an Probe machen, Menschen mal probieren lassen. Und wir wollen dabei auch Tapas machen, sodass wir die Leute ein Gesamtpaket von Stehen, Schlafen, Essen und Trinken anbieten können. Ja, jetzt solltest du vielleicht sagen, dass dieser Wein, den du hier anbietest, nicht irgendeiner aus einem Kaufhaus ist, sondern es ein Wein ist, den du selber anbaust. Genau, ich mache schon seit mein ganzes Leben mache ich schon Wein. Und meine Frau hat vor 5 Jahren gesagt, wo wir hierher kommen wollten, können wir nicht den Wein, der du normalerweise für andere machst, für uns selber machen. Jetzt machen wir den Bodega 2020 Wein für uns. Wir haben nicht viel, aber wo die Leute kommen und dann können sie auch probieren. Ja, das heißt, man kann hier auch Wein kaufen bei dir oder bei euch? Genau, man kann hier den Wein probieren und man kann den natürlich kaufen. Wenn der schmeckt, dann kann man ihn auch mitnehmen, natürlich. Ja. Dann hast du hier noch ein weiteres Angebot, und zwar bietet ihr hier Tapas an, das heißt Essen. Das heißt, man kann ja aktuell jetzt nur Womo-Dinner, sage ich mal, so heißt es in Deutschland, wenn man das Essen ans Mobil kriegt. Aber du hast hier, das zeigen wir ja auch, nochmal die Möglichkeit auf Sitzplätze hier auf der Terrasse und man kann hier essen. Wie funktioniert das? Genau, ja, wir haben so eine kleine Tapaskarte mit so ungefähr 15 verschiedenste Tapas drauf. Die werden natürlich mit der Corona nur im Wohnmobil serviert, aber wir hoffen, dass es schnell wie möglich die ganzen Tapas, die wir alle auch selber machen, was wir anbieten, wird selber gemacht, dass wir das auf die Terrasse auch servieren können. So schnell wie möglich. Ja. Es sind nicht nur so ganz normale, ich sag mal in Anführungsstrichen normale Tapas, sondern du machst schon speziell was. Wir wollen jetzt nicht aufs Detail eingehen, aber da sollen die Leute sich dann überraschen lassen. Es gibt schon eine tolle Geschichte hier. Ja, genau. Das war die Haupt... wie soll ich sagen, die Haupteinstecher, das Hauptziel, dass die Leute mal hier Tapas probieren, die sie nicht irgendwo anders probieren können. Also Sachen, die wirklich nirgends auf die Karte oder fast nirgends auf die Karte stehen, bei den normalen Touristenrestaurants oder Tapasbars. Ja, der Standort hier liegt ja ein bisschen im Landesinnere und wir sind aber auch nicht weit von Valencia entfernt. Wie weit ist es bis zum Meer hin? Ich glaube, mit dem Auto sind es so ungefähr 50 bis 20 Minuten, mit dem Fahrrad sind so 3/4 Stunden ungefähr zum Meer. Und Valencia zum Beispiel ist auch, wenn man hier mit der Bahn kann man Camper hier stehen lassen bei uns und mit der Bahn sind es 28 Minuten, eine halbe Stunde bis ins Zentrum von Valencia. Ja, jetzt hast du angeboten, so hast du es mir zumindest erzählt, wer jetzt nicht die Möglichkeit da bis zur Bahn kommen kann, mit dem Fahrrad zum Beispiel, da würde es von dir auch den Service geben, sich dorthin bringen zu lassen mit dem Auto. Du würdest dann mit dem Auto hinfahren dann. Genau, das wollten wir sowieso anbieten. Mit der Corona war ein bisschen schwierig, aber nach der Corona sowieso, dass die Leute hier den Camper stehen lassen können, dass er sicher steht und dass wir die Leute also morgens oder mittags zu der Bahn bringen und dann können sie Bahn nehmen, dauert eine kleine halbe Stunde und wenn sie abends wieder in den Zug reingehen, dann rufen sie einfach an oder schicken einen WhatsApp und dann holen wir wieder bei der Bahn ab. Ja, es ist kein großer Stellplatz und du hast 5 Plätze. Da hast du auch eine Bitte an die Gäste, die hier kommen. Juri, erzähl. Ja, natürlich mit 5 Plätzen ist der Platz sehr, sehr beschränkt. Und wo das Essen und der Wein befragt ist, sollte man doch, denke ich, vorher ein bisschen anmelden und früher anmelden, sodass man doch weiß, ob Platz da ist, dass man nicht hier kommt und steht und wieder wegfahren muss. Richtig. Ja, das war's eigentlich. Ich danke euch für eure Ausführungen, wünsche euch viel Erfolg mit eurem Platz. Jetzt haben wir vielleicht einen kleinen Eindruck davon bekommen, um was es den beiden hier mit ihrem Stellplatz geht. Es ist noch nicht alles komplett, so gibt es im Moment auch noch keinen Strom, ist in der Planung, weiß man aber noch nicht ganz genau, wann es so sein wird. Also hier muss man so halbwegs autark sein. Aber es gibt Toilette und es gibt auch eine Dusche. Die
Die beiden Betreiber sind bemüht, den Aufenthalt hier so angenehm wie möglich zu machen. So bietet Juri auch einen Rundgang in die nähere Umgebung hier an. Wo Juri Gagarin im All war. Ach so. Also mein Jahr in der Schule, erste Jahr in der Schule, da waren 3 in meiner Klasse, waren Juris. Ach so. Juri, jetzt, wo gehen wir jetzt hin? Sag das eben kurz. Hey, jetzt gehen wir zu große Haus, wo leer steht. Ja. Und da ist auch ein bisschen so exotische Pflanzen und so. Da gehen wir gucken. Okay. Und wir können uns ein bisschen Obst holen. Obst einkaufen. Ja. Obwohl wir nicht zahlen müssen. Okay. Geh mal. Alle ihm nach. Jo. Dann muss ich noch schnell Ihre Tasche holen. Ja. Besser. Direkt vom Stellplatz geht's in die Orangenplantagen. Hier sind inzwischen alle Apfelsinen abgeerntet, nur ein Rest ist noch dran, der würde umkommen, den dürfen wir uns ohne Probleme hier pflücken. Da dicke? Ach so, da sind noch da, so dicke, ne? ach so, dicke Apfelsinen Genau. sind da noch dran. Ja, und, und hier oben sind die Blüten, ne? Ja. Das heißt, die neuen fangen schon wieder Und an? hier oben sind die Blüten. Ja. Ja, Immer grün. immer grün, ja. Wo ich das jetzt gerade hier sehe, Hunde sind natürlich erlaubt auf diesem Stellplatz. Juri hat uns dann einige Pflanzen erklärt und gezeigt. Das war ganz informativ für uns. Da sind, dachte ich ja gerade, unterschiedliche dran, ne? Unterschiedliche Reifegrade. Je größer, je besser. Dann waren wir noch bei einem Feld mit, ja, ich sag da Pampelmusen dazu. Juri hat dafür einen anderen Namen, aber sie schmecken jedenfalls so ähnlich wie Pampelmusen. Nach etwa einer Stunde hatten wir die Taschen ordentlich voll und es ging zurück zum Stellplatz. Zurück auf dem Stellplatz wurden die mitgebrachten Apfelsinen gleich getestet und probiert und Rita haben sie sehr gut geschmeckt. Am Abend gab es dann noch für alle, die Lust drauf hatten, eine Weinprobe. Hier wurde dann verköstigt der selbst angebaute Wein Bodega 2020. Es handelt sich hier bei dem Rotwein um einen Barrique-Wein, oder denke ich jedenfalls so. Der wird nämlich in Eichenfässern gelagert und hier wird er fachmännisch vom Juri eingeschenkt. Ja, super. Aber es gab nicht nur Wein, auch gab es leckeren Schinken, diesen spanischen Schinken, der hier von Hand geschnitten wird. Und so hatten wir eine köstliche Speise noch am frühen Abend. Am nächsten Tag haben wir mit unseren Nachbarn eine Fahrradtour gemacht. Das ist hier gut möglich. Man kann einmal so wie wir hier auf geschotterten Wegen zwischen den Feldern fahren oder natürlich auch auf der Straße, wo eben wenig Straßenverkehr bzw. Autoverkehr ist. Bis zur nächsten Stadt und Einkaufsmöglichkeiten sind es etwa 5 Kilometer. Es gibt hier noch in der Nähe ein Naturschutzgebiet. Dort kann man auch mit dem Fahrrad hinfahren. Wir sind allerdings dort nicht gewesen. Man sieht ja, wir haben lauen Himmel, Sonne und wir haben immer Temperaturen zwischen 20 und 23 Grad. Leider hatte das gute Wetter uns am nächsten Tag verlassen. Es regnete und wir hatten nur noch eine Temperaturen von etwa 14 Grad. Für uns sollte es ohnehin weitergehen Richtung Süden. Hier sieht man den Abfluss, also den Bodeneinlass für Grauwasser. Es gibt auch extra einen Anschluss für Fäkalien oder wer einen großen Anschluss hat, der kann hier sein Wasser oder auch seinen Fäkalientank entleeren. Gut gemacht mit dieser Bodeneinlass.
So, jetzt verlassen wir den Platz, müssen natürlich wieder ein bisschen aufpassen, dass wir da ohne Blessuren rauskommen. Aber die beiden Betreiber, Juri und seine Partnerin, sind da behilflich mit der Einweisung. Ich setze nochmal vorsichtshalber zurück, damit ich schön gerade vor der Ausfahrt stehe. Und dann geht es ohne große Probleme und ich komme gut raus. Ja, alles besser. Hierhin. Hier, auch da? Warum dahin? Inzwischen hat Juri das Loch auf der linken Seite dicht gemacht, sodass man dort nicht mehr Gefahr läuft reinzufahren. Nun muss man ein bisschen aufpassen auf der anderen Seite. Dort ist ja diese Wasserführung, sodass man da nicht reinfährt. Aber es geht alles. Jetzt gerade. Und hier. Gut. Unser nächstes Ziel ist ein Stellplatz in El Campello, ein neuer Stellplatz. Den möchte ich dann als nächsten vorstellen. Bis dahin sage ich erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.